Man kann überhaupt nichts direkt von unseren Gruppennamen ableiten. Wir brauchten halt einen Namen. So nannten wir uns Queen. Man kann da vieles hineininterpretieren. Macht zum Beispiel, königlich oder majestätisch. Aber eigentlich bedeutet unser Gruppenname nichts Konkretes. Ich meine, nach einer gewissen Zeit verliert wahrscheinlich jeder Bandname seine Bedeutung. Wenn man eine Popgruppe gründet, ist das Wichtigste, dass sich die Leute den Namen merken. Die Leute sagten bei uns Queen, was ist das? Damit haben wir natürlich auch spekuliert. Wir wollten einen Namen, den man einmal hört und nicht mehr vergisst. Erst im Nachhinein beginnt man als Band zu arbeiten und gibt so dem Namen auch eine Bedeutung. Normalerweise probieren wir die Show erst auf einer Amerika-Tournee aus, denn dort sind die Konzerthallen größer und daher kann man das Ganze viel leichter aufbauen. Es ist ziemlich schwierig, die neue Show in Europa zuerst aufzuziehen, weil man durch die kleineren Hallen weniger ausprobieren kann. Also normalerweise machen wir zuerst die Amerika-Tournee und wenn die Show eingespielt ist, kommen wir damit nach Europa und kennen schon die Grenzen unserer Möglichkeiten. Diesmal ist es umgekehrt, das macht es für uns schwerer. Für eine Show wie diese von Queen brauchen wir inklusive Design und Bühnenbau circa 6 Monate Vorbereitungszeit. That's 6 months. Well, we handle most of the planning. My company handles most of the planning stages, the production, the travel, hotels, staff, sound, lights, you know. Meine Firma führt die gesamte Planung dieser Tournee durch, also Produktion, Reisen, Hotels, Ton, Licht. Und wenn die Tour dann läuft, bin ich der Tourneemanager. Im Ganzen also, von den Musikern bis zu den Chauffeuren, sind wir 40 Leute, die bei dieser Tour von Stadt zu Stadt ziehen. Wenn wir in Amerika auf Tournee sind, haben wir zwar mehr Equipment mit, aber deswegen nicht mehr Leute. Das Personal in den einzelnen Hallen ist in den USA so gut, dass man mehr Equipment mit weniger Leuten betreuen kann. In America, due to the buildings and the type of staff you have in the buildings, you can take more equipment and not so many people. It's very difficult. Put it that way. Sagen wir mal so, es ist sehr schwer, in Europa mit einer Tournee viel Geld zu machen, besonders bei einer so großen Show wie bei Queen, wo der Aufwand so enorm ist. Benzin ist in Europa teurer, Transport, Hotels, das alles führt dazu, dass es sehr schwer wird, in Europa überhaupt mit Tourneen Geld zu verdienen. Warum ist Queen Ihrer Meinung nach so erfolgreich? Sie sind eine gute Liveband und sie machen wirklich sehr viele Konzerte, was ich sehr wichtig finde. Was ihre Platten betrifft, weiß ich keine gute Antwort. Ich persönlich höre privat eigentlich nicht viel Rockmusik. As far as the record end is concerned, I guess I really don't know. I don't listen to much rock and roll music personally, and it's a big business now, whereby in those days it was more of a cowboy type business, you know. It's like more. Heute ist die Rockmusik ein großes Geschäft. In den 60er Jahren war das noch ganz anders. Da war Rockmusik ein Hasardspiel. Heute gibt es für alles Spezialfirmen, für die Lastwagen, für Tontechnik, Lichtausrüstung. Es wurde eine regelrechte Industrie. Das ist es, was aus der Rockmusik wurde, eine Industrie. Und was für eine. We did it in the same studio where, what was that film made? Francis Ford Coppola. Oh, The Godfather. Heaven's Gate was made in LA. Big film studio. Wir haben vor der Tournee in einem Filmstudio geprobt. Übrigens in dem Studio, wo Francis Ford Coppola seinen Film Der Pate gedreht hat und wo auch Heaven's Gate entstanden ist. Wie viel eine unserer Lichteinheiten kostet, weiß ich nicht. Wollt ihr sie etwa kaufen? Diese Dinger, wir nennen sie UFOs, wurden speziell für uns entworfen und angefertigt. Sie haben dafür ein spezielles... Es wäre für uns absolut langweilig, immer nur dieselben alten Songs zu spielen. Es macht uns Spaß, Neues auszuprobieren. Wenn man sich aber zum Beispiel unsere neue Platte anhört, so ist vieles neu und ungewohnt. Trotzdem findet man Ähnlichkeiten mit früheren Songs. Some of our early stuff, it's still there, you know? Hey! Bohemian Rhapsody was like 4 or 5 albums. Bohemian Rhapsody ist schon 4 oder 5 Alben her. Seit damals haben wir uns ziemlich verändert. Ein Lied wie We Will Rock You war ein Schritt in eine ganz neue Richtung. Oder auch Crazy Little Thing Called Love oder Another One Bites the Dust. Wir verändern uns laufend, so sind wir halt. So basically that's the kind of group we are. Hey! Man kann es nicht immer allen recht machen. Wir versuchen es vielen oft recht zu machen.
War die Zusammenarbeit mit David Bowie eure Idee oder ist es von ihm ausgegangen? Es war mehr wie eine Jam-Session. Es passierte einfach spontan. Er war zufällig in der Schweiz, als wir dort Plattenaufnahmen machten. Ich glaube, hätten wir es geplant, wäre es nie zustande gekommen. Solche Dinge kann man nicht vorausplanen. Es war ganz einfach. Er kam eines Tages zu uns ins Studio und hörte sich unsere neuen Songs an. Wir gingen dann zusammen essen und sagten plötzlich, warum gehen wir nicht einfach gemeinsam ins Studio und schauen, was passiert? Also machten wir das am nächsten Tag. So fing das Ganze an. Bis wir tatsächlich anfingen, war es schon ziemlich spät in der Nacht. Wir spielten zunächst so aus Spaß einige unserer alten Lieder, dann begannen wir ein neues. Am nächsten Tag hörten wir uns das dann an und sagten, das ist eigentlich ganz gut, machen wir es zu Ende. And you might be interested to know our record Under Pressure has just gone to #2 in Argentina this week, which is an interesting parallel. Es wird Sie vielleicht interessieren, dass unser Song Under Pressure diese Woche auf Platz 2 der Hitparade in Argentinien liegt. Das ist zur Zeit des Falklandskonflikts ganz interessant. Natürlich werden wir diesen Konflikt nicht beenden können. Gäbe es für uns eine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, würden wir es unternehmen. Aber ich fürchte, es liegt nicht in unserer Macht als Musiker. Ich meine, speziell wir mit unserer Gruppe Queen haben nie angestrebt, eine politische Gruppe zu sein. Aber ich muss sagen, wir waren schon in Argentinien. Wir haben dort eine Tournee gemacht und das Publikum war hervorragend. Ich finde, es ist für unser Land eine Schande, dass dieser Falklandkrieg überhaupt entstehen konnte. Es klingt jetzt vielleicht wie eine Ausrede, aber wir sind halt sehr weit davon weg und es hat eigentlich mit uns als Musiker nichts zu tun. Wenn man aber von uns einen Kommentar zur Falklandkrise haben will, dann kann ich nur sagen, es ist eine verdammte Schande, dass diese zwei Länder Krieg führen. Wenn unsere Musik irgendetwas ausdrücken kann, dann ist es Frieden. Wir sind selbstverständlich gegen den Krieg. Unsere Musik ist in gewisser Weise eine Flucht. Wir wollen, dass die Leute einfach glücklich sind, unsere Musik hören und nach Hause gehen. Falkland ist eigentlich nicht unser Problem. Wir sind halt zufällig Engländer. Ja, das stimmt. Irgendwie ist es merkwürdig, dass sie unsere Platten kaufen, während sie gegen England Krieg führen. They're buying our records and they're at war with